Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. 1966 produzierte das Filmstudio der eine Trilogie rund um einen Kriegsgott, der Daimajin genannt wird. Das Besondere an dieser kleinen Filmreihe ist, dass alle 3 Teile im selben Jahr produziert und ausgestrahlt worden sind. Der Handlungsablauf ist in jedem Film praktisch gleich. Ein rücksichtsloser und egozentrischer Machthaber tötet, versklavt und unterdrückt ein Volk, worauf diese Schutz und Erlösung bei ihrem Kriegsgott, dem Daimajin, suchen und finden. Dabei basiert die Idee rund um den Kriegsgott nicht auf ein einzelnes Konzept, sondern der Ursprung war bereits für ein Sequel des ersten Gamera-Films von 1965 gedacht. Dort sollte Gamera gegen eine gigantische Eisstatue kämpfen, die von Aliens kontrolliert wird. Der Arbeitstitel lautete Gamera vs. Space Iceman, aber das Konzept wurde 1966 schnell verworfen. Jedoch entwickelten sich aus dieser Idee 2 weitere Kreaturen, auf die der zurückgriff. Dass ein Kaiju Eis als Waffe benutzt, wurde für das Kaiju Barugon genutzt, der im Film Gamera vs. Barugon Frankensteins Drache aus dem Dschungel auftritt. Und das Konzept einer gigantischen Statue wurde eben für den Daimajin umgesetzt. Beide Filme wurden übrigens als Double Feature am 17. April 1966 gemeinsam uraufgeführt. Das Design und die Idee rund um den Daimajin ist auch heute noch sehr kreativ durchdacht und für das gesamte Tokusatsu-Genre einmalig. Akira Naito, der für die künstlerische Abteilung zuständig war, heuerte den Bildhauer Shozo Okamoto an. Sein Design orientiert sich an die Nio-Statuen. Diese Figuren sieht man sehr häufig in buddhistischen Tempeln. Das Kostüm wurde innerhalb von 3 Monaten von Ryosaku Takayama gestaltet. Er und sein Team bauten 2 große Modelle mit einer Höhe von 4,5 Metern, 2 Anzügen und einem gigantischen Fuß für Nahaufnahmen. Für Akira Naito war es wichtig, dem Daimajin ein unverwechselbares grünes Gesicht zu geben, was er auch bekam. Regisseur Kiyoshi Yasuda wollte, dass der Kriegsgott ein markantes Grübchen am Kinn bekommt, was wohl von Schauspieler Kirk Douglas inspiriert wurde. Die gigantischen 4,5 Meter Modelle bewegten sich jedoch nicht wie gewünscht und daher wurde meistens auf die regulären Kostüme zurückgegriffen. Was aber nicht schlimm ist, die großen Modelle wirken auch so unglaublich realistisch und beeindruckend. Dadurch, dass der Daimajin eine gigantische Statue ist, wirkt das steife Kostüm auch sehr gut. Während man bei den Kaiju-Eiga-Filmen oftmals den Kritikpunkt wegen den steifen Anzügen hört, macht das bei diesem hier nichts aus. Im Gegenteil, das steife und kolossale Auftreten des Kriegsgottes wirkt so noch eindrucksvoller. Im Kostüm von Daimajin steckte Chikara Hashimoto, dessen Augen man auch tatsächlich sieht, als der Kriegsgott in seinen Rachemodus startet. Oft sieht man den Daimajin vor einem gigantischen Hintergrund. Die DA hatte sich extra aus den USA eine rund 50 Quadratmeter große Leinwand angeschafft, um die beeindruckenden Hintergrundaufnahmen einzukopieren. Für den zweiten Teil der Trilogie wurde das Kostüm etwas abgeändert. Sogar Toros Kostümbildner Kaitsu Murase war daran beteiligt und machte Daimajin etwas schlanker. Dieses Kostüm wurde dann auch für den dritten Teil genutzt. Die Effekte sind eindeutig die Stärke der Trilogie, die dank Spezialeffekte-Regisseur Yoshiyuki Kurada zu den tollsten des Genres gehören. Die Miniaturen sind aufgrund der geringen Größe von Daimajin äußerst detailliert gehalten. Die Hintergrundeffekte dank der Bluescreen-Leinwand und der Ausstattung der Sets ist einfach grandios. Eine Top-Arbeit des Teams, worauf die DA sehr stolz sein kann. Erneut wird die Kirsche auf der Sahnetorte vom Komponist Akira Ifukube der Trilogie aufgesetzt. Er ist eigentlich für die Musik der Toho-Studios bekannt, doch gelegentlich arbeitet er auch für andere Filmstudios, wie hier für die DA. Und sein Soundtrack für die Trilogie ist einfach nur herrlich. Das schwere Thema von Daimajin unterstreicht super dessen Kraft und Rache. Ifukube verwendete einige Versatzstücke früher Kompositionen, auch aus der Toho-Godzilla-Reihe. Für die Gebete an den Daimajin hören wir ein Thema, welches 1991 in Godzilla Duell der Megasaurier für General Shindo und Godzilla verwendet wurde.
Wieder mal zeigt Akira Ifukube, welches Genie er ist und wie er dem gesamten Genre sein Markenzeichen verpasst. Wie schon erwähnt, erschienen die Filme alle im Jahr 1966. Der erste Teil im April, Teil 2 im August und der dritte Teil im Dezember 1966. Interessanterweise war immer wieder ein neuer Daimarjin geplant, jedoch wurde er leider nie realisiert. 1984 fragten die Dai Studios sogar bei Godzilla-Regisseur Ishiro Honda an, um ein Reboot zu drehen. Honda war wohl auch sehr interessiert daran, das Projekt kam aber leider nie zustande. Im Jahr 1998 fragte die Dai sogar bei Schauspieler Steven Seagal nach, ob er bei einem erneuten Daimarjin-Film mitspielen wollen würde. Doch auch das wurde nichts. Kleiner Fun-Fact am Rande: Die Tochter von US-Schauspieler Steven Seagal ist Ayako Fujitani. Diese spielt in der Gamera Heisei-Trilogie, die 1998 bereits lief, den Charakter der Asagi Kusanagi. 2008 gab es dann wieder einen Versuch, einen neuen Daimarjin-Film zu drehen, doch aufgrund des niedrigen Einspielergebnisses von Gamera the Brave aus 2006 wurde das Projekt erneut gecancelt. 2010 erschien eine japanische TV-Serie namens Daimarjin Kanon, in der es um eine Sängerin geht. Der Daimarjin wird jedoch dort Bujin genannt. 2021 war es dann aber endlich soweit. Der Kaiju-Eiger feierte durch eigene japanische Produktion als auch durch Hollywood-Filme ein Comeback, was bis heute anhält. Der Daimarjin trat im Film The Great Yokai War Guardians dann doch wieder auf. Leider ist dieser noch nicht auf Deutsch erschienen. Alle Daimarjin-Filme haben denselben Handlungsablauf. In den Akten 1 und 2 wird eine Ungerechtigkeit begangen, worauf dann die Menschen bei ihrem Kriegsgott Daimarjin um Hilfe beten. Doch der Daimarjin erscheint nicht einfach so, nur weil er angebetet wird. Der Kriegsgott erwartet Einsatz, Demut und Ehrfurcht von den Menschen, die er beschützen soll. Die gesamte Trilogie besteht aus Einzelfilmen und die Teile hängen nicht zusammen. Mal ist er der Beschützer eines Hauses wie das der Hanabusa und mal vertritt er die Interessen der kleinen Leute, wie im dritten Teil, als die Kinder Hilfe von ihm anfordern, als ihre Väter versklavt wurden. In Deutschland erschien die Trilogie erst im Jahr 2012 auf DVD von dem Label Shock DVD Entertainment in einer wirklich guten Fassung. Die Titel wurden erneut mit einem Frankenstein versehen, obwohl er hier nicht vorkommt. Wieder mal eine Anlehnung an die Frankensteins Titel der 60er und 70er Jahre. Mit der Daimarjin-Trilogie von 1966 gelang den Dai Studios eine wirklich gute kleine Filmreihe. Es ist ein Mix aus Demut, Loyalität und Ehrfurcht gegenüber dem Leben, sowie niemanden zu unterdrücken und seine Macht für Böses auszunutzen. Die Dai Studios sind eigentlich für die Gamera-Filme bekannt, und da die Showa-Gameras an Toos Godzilla nicht heranreichen, ist es erstaunlich, welche Kreativität und Schöpferkraft in der Daimarjin-Trilogie reingesteckt wurde. Ohne Zweifel ist dies ganz großes Tokusatsu-Kino. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis dann! Es war Frankenstein.